Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte. Für alles, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt, auf Gottes Wort zu schauen. In diesem Abschnitt unseres Programms setzen wir unsere Diskussion über Dave Hunts neues Buch Judgment Day, Islam, Israel and the Nations fort. Und Dave, letzte Woche, wie du dich erinnerst, waren wir in Kapitel 2 mit dem Titel Hatred's Final Solution. Und wir haben die einzige rationale Grundlage für Antisemitismus erklärt, was sicher mehr als nur ein paar unserer Zuhörer überrascht hat. Ich denke, es lohnt sich, das für neue Zuhörer, die jetzt dazugekommen sind, zu wiederholen. Nun, Tom, zuerst einmal ist Antisemitismus eine feststehende Tatsache in der Welt. Er wurde in der Bibel vorhergesagt. Dave, das ist Judenhass. Ja, und warum sollten diese Menschen gehasst werden? Und doch hat Gott gesagt, dass sie es würden. Sie würden gehasst, verfolgt, getötet wie kein anderes Volk. Tatsächlich wollte Hitler sie ausrotten. Du erinnerst dich, die Nazis hatten 11 Millionen Juden in Ost- und Westeuropa identifiziert. Und sie wollten jeden Einzelnen vom Erdboden tilgen. Du weißt, dass es keine arabische Landkarte auf der Welt gibt, die Israels Existenz zeigt. Für sie existiert Israel nicht. Und sie werden es beweisen. Sind diese Menschen so böse? Was könntest du also sagen, dass es einen universellen Hass gibt? Er ist überall auf der Welt. Antisemitismus nimmt in Europa und in Amerika zu. An Universitätscampus in Amerika. Sie werden einfach überall gehasst. Und Dave, wie wir letzte Woche erwähnt haben, gab es im Lauf der Geschichte Volksgruppen, die gehasst wurden. Schwarze hatten ihre eigenen Verfolgungen und so weiter. Aber der Punkt der Verfolgung, ob es Armenier waren, wer auch immer es gewesen sein mag, der Punkt war politische Macht, Geld, irgendetwas. Es gab einen Zweck, aber niemand hat, so wie die Welt denkt, einen Zweck dafür finden können, warum die Juden verfolgt wurden. Nun, es gibt nur einen Zweck, und der ist, sie auszurotten, so dass die Juden die einzigen sind, die um ihrer selbst willen, einfach um sie loszuwerden, so auf der ganzen Welt verfolgt und gejagt worden sind. Okay? Also was ist dann die Erklärung? Entweder haben diese Menschen irgendein Zeichen an sich. Sie sind so verabscheuungswürdig, dass sie es verdienen, gehasst zu werden. Oder es ist noch was anderes im Spiel. Und die einzige rationale Antwort, auf die du kommen kannst, ist, es ist satanisch. Nun, ist das Fanatismus? Nein, es ist logisch, weil der Messias durch die Juden kommen würde. Wenn Satan also alle Juden vernichten könnte, kein Messias. Er hat seinen Kampf mit Gott gewonnen, weil der einzige Weg, wie Satan besiegt werden würde. Du weißt ja, der Eva verführte, und Adam wurde nicht verführt, aber er machte mit, und so hat er nun die Menschheit zugrunde gerichtet. Die Sünde kam in diese Welt. Der Mensch ist von Gott getrennt. Er steht unter Gottes Gericht, und Satan hätte diese ganze Welt zerstört, oder er hätte sie übernommen. Sie wurden seine Anhänger, so wie Adam und Eva es wurden. Nun, Gott wird Mensch werden müssen, auf diese Erde kommen. Er hat nie aufgehört, Gott zu sein, als er auf diese Erde kam. Er hört nicht auf, Mensch zu sein. Also der eine und einzige Gott, Mensch. Der Messias. Der Messias. Das ist, was der Messias sein müsste. Er müsste Mensch sein, um die Menschheit richtig zu vertreten. Und natürlich ist Messias das Hebräische. Aber das Griechische ist Christus. Richtig. Er müsste Mensch sein, um den Menschen zu vertreten. Er müsste Gott sein, um die unendliche Strafe zu bezahlen. Also müsste er Gott und Mensch in einem sein. Das ist es, was die Bibel sagt. Uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben. Die Herrschaft wird auf seinen Schultern ruhen. Und sein Name wird genannt werden. Wunderbar, Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Also Jesaja 9,6,7 hat es vorhergesagt, wie auch andere Schriftstellen.
Die Propheten sagten voraus, dass Gott selbst als Mensch auf diese Erde kommen wird. Was muss Satan also tun? Er wird ein Jude sein. Er steigt nicht aus einem UFO und sagt, voilà, hier bin ich. Er muss eine Geschichte haben. Er muss eine echte Beziehung zur Menschheit haben, zu irgendeiner Gruppe von Menschen. Und die Bibel sagte voraus, dass er ein Jude sein würde, abstammend von Abraham, Isaak und Jakob, ein Nachkomme Davids, weil er auf dem Thron seines Vaters David regieren wird. Wenn Satan also alle Juden auslöschen kann, kein Messias. Er hat seinen Kampf mit Gott gewonnen, okay? Er ist außerhalb der Reichweite von Gottes Gericht. Nun, tatsächlich ist Christus gekommen. Das wissen wir, weil er alle Prophezeiungen erfüllt hat. Niemand sonst hat das getan. Und ich glaube, ich habe entweder ein Kapitel oder einen Abschnitt im Buch, wie viele Kandidaten gibt es für einen Messias. Nun, eine der Prophezeiungen, Daniel 9,6. Der Messias würde auf einem Esel nach Jerusalem einreiten. 69 Jahrwochen nach dem Erlass des Befehls, Jerusalem wieder aufzubauen. Das findet man in Nehemia 2. Das war im Jahr 32 nach Christus, am 6. April. Nun, wie viele Menschen sind an diesem Datum auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten und wurden als Messias bejubelt, in 4 Tage später gekreuzigt, wie die Schrift es vorausgesagt hat? Du hast nur einen Kandidaten für den Messias. Ich meine, du kannst das nicht wegerklären. Also kam der Messias. Er besiegte Satan am Kreuz. Wie? Indem er die Strafe für unsere Sünden bezahlte. Er litt an unserer Stelle die volle Strafe, die Gottes unendliche Gerechtigkeit verlangte. Und als er das am Kreuz vollendet hatte, sagte er, es ist vollbracht. Tetelestai, vollständig bezahlt. Okay? Also ist Satan besiegt worden. Der Messias ist gekommen. Ist das also das Ende des Kampfes? Nein, denn die alttestamentlichen Propheten sagten immer wieder voraus, buchstäblich hunderte Male, und wir gehen in diese Prophezeiungen im Buch Judgment Day hinein, dass der Messias zurückkehren wird. Das ist die Wiederkunft. Das ist nicht die Entrückung, wenn er die Seinen, die Gemeinde, alle Gläubigen von hier wegnimmt, bevor er Gericht über diese Erde bringt. Das ist die Wiederkunft, wenn er in Herrlichkeit und Macht mit der Gemeinde, mit seiner Braut kommt, um Israel mitten in Hamageddon zu retten und sein Reich auf dem Thron Davids aufzurichten. Wenn die Juden jetzt zerstört werden könnten, wenn Hitler sie hätte zerstören können, wenn die Muslime, und wir haben es schon einige Male zitiert, ich werde es nicht noch einmal zitieren, aber Mohammed sagte, jeder Jude auf dieser Erde müsse getötet werden, bevor es irgendeine Auferstehung irgendeines Muslims und die Hoffnung geben könne, ins muslimische Paradies zu kommen. Du siehst also, wie wichtig es ist, dass jeder Jude getötet werden muss. Wenn alle Juden getötet werden könnten, dann wäre Gott als Lügner erwiesen. Er hat versprochen, dass er dieses Volk bewahren würde, egal wer gegen sie ankäme. Er hat versprochen, dass sie als Nation wieder in ihrem eigenen Land sein würden, wenn der Messias bei der Wiederkunft zurückkehrt. Und wenn es kein Israel gibt und keine arabische Landkarte zeigt es, das PLO-Logo, kein Israel, Hamas, alle von ihnen. Wenn die Juden jetzt ausgelöscht werden könnten, dann gibt es keine Wiederkunft. Satan hat diese Welt. Und Gott kann Satan nicht bestrafen, weil er die moralische Grundlage verloren hat. Gott ist als Lügner erwiesen worden. Also könnte er Satan unmöglich bestrafen. Also Dave, jemand, der uns zuhört, sagt, Satan, wovon redet ihr hier? Das ist Gottes Widersacher. Er wurde Luzifer genannt, bevor er im Himmel sündigte. Aber wenn ich über ihn nachdenke, muss er wirklich glauben, dass dies der Weg ist, sich selbst vor dem Feuersee zu retten, sich selbst vor ewiger Qual zu retten. Es ist seine einzige Hoffnung. Und wenn er die Menschheit dazu inspirieren könnte, alle Juden auszurotten, dann ist er aus dem Schneider. Er hat diese Welt. Gott kann ihn nicht bestrafen. Sein Antichrist ist an der Macht. Satan ist an der Macht. Das ist also eine lange Antwort auf deine Frage. Aber es ist die einzige Art, wie man es erklären kann. Und tatsächlich ist es die Art, wie es sich entwickelt. Ja, und Dave, ich möchte mit der Grundlage für einige Beispiele beginnen, die wir geben werden.
die du in deinem Buch Judgment Day, Islam, Israel and the Nations gibst, damit die Leute es verstehen. In Istanbul, Türkei zum Beispiel, mitten im Fastenmonat Ramadan, der für den Islam eine Zeit des Friedens ist. Das soll er jedenfalls sein. Richtig. Autobomben verwüsteten 2 Synagogen und töteten und verletzten Dutzende. In Marokko im Mai 2004 griffen Terroristen ein jüdisches Gemeindezentrum und ein Hotel an und hinterließen eine Spur des Todes. Du hast die Europäische Union. Sie stuft Israel weiterhin als das größte Hindernis für den Frieden in der Welt ein. In Wien, Österreich, wurde eine jüdische Synagoge in der Vergangenheit angegriffen, sodass sie rund um die Uhr von Polizisten bewacht werden muss. Tom, wir waren dort und da sind sie. Warum muss eine Synagoge bewacht werden? Ich meine, diese Kerle tragen Schutzwesten, sie haben schwere Ausrüstung und sie patrouillieren um diese Synagoge herum. Sie müssen nicht um presbyterianische Kirchen oder baptistische Kirchen oder Moscheen patrouillieren. Sie müssen nicht um muslimische Moscheen patrouillieren. Die Juden werden sie nicht angreifen. Tom, wenn man das ein bisschen studiert, wie ich es getan habe, ist es einfach erschütternd. Absolut erschütternd. Überall auf der Welt. In Japan, wir haben es in unserem letzten Programm erwähnt, glaube ich. Ja, das ist ein Hammer. Ich glaube, weniger als 1% der Menschen in Japan sind überhaupt jemals mit einer jüdischen Person in Kontakt gekommen. Dort gibt es keine Juden. Und dennoch sind auf dem säkularen Markt Bestsellerbücher antisemitisch. Einer der Aufschreie war, dass der Aktienmarkt in Japan gefallen ist, weißt du, und sie haben die Juden dafür verantwortlich gemacht. Richtig. Tom, die Juden werden für alles verantwortlich gemacht. Sie sind die internationalen Banker. Sie haben diesen Plan, die Welt zu übernehmen und so weiter. Ich werde Abraham Foxman zitieren, der nationale Direktor der Anti-Defamation League ist. Kürzlich schrieb er: Ich bin überzeugt, dass wir derzeit einer ebenso großen Bedrohung für die Sicherheit und den Schutz des jüdischen Volkes gegenüberstehen wie der wir in den 1930er Jahren gegenüberstanden, wenn nicht einer noch größeren. Nun, das wäre empörend, außer dass die Fakten ihn stützen hinsichtlich dessen, was heute überall auf der Welt geschieht. Wir geben euch Dutzende Zitate, denke ich, im Buch von muslimischen Führern, früheren und heutigen, die in der klarstmöglichen Sprache sagen: Wir werden die Juden ausrotten. Wir werden Israel von der Landkarte tilgen. Nun, das ist irgendwie ein Witz, weil keine arabische Landkarte Israel überhaupt zeigt. Sie sagen das immer und immer und immer wieder. Arafat sagte, das Argument geht nicht um Land, wie viel Land Sie haben, wie viel Land wir haben. Es geht um Israels Existenz. Sie sind entschlossen, Israel zu vernichten. So einfach ist das, Tom. Sie haben es hunderte Male im Fernsehen gesagt, in Moscheen. Du hörst es über Lautsprecher auf der Straße und so weiter. Okay, angesichts dessen sagt die Welt dann ständig zu Israel: Oh, schließt Frieden, reagiert nicht so. Und Präsident Bush hat einen Plan, Roadmap to Peace, alle möglichen Pläne für Frieden. Wie willst du Frieden schließen mit einem Feind, der geschworen hat, dich auszurotten? Es ist wie: Hier ist ein Mann. Er hat eine Waffe an meinem Kopf. Er sagt: Unterschreib mir dein Bankkonto. Oh, okay, sage ich. Er sagt: Ich werde dich sowieso töten, aber unterschreib mir inzwischen dein Bankkonto. Na gut, alles klar, jetzt unterschreib mir dein Haus. Ich werde dich sowieso töten. Aber das ist die Situation dort drüben. Es ist lächerlich. Es ist unglaublich. Es ist, Tom. Und doch drängt die Welt. Die Europäische Union drängt Israel. Die Vereinten Nationen drängen Israel. Die Vereinten Nationen haben Israel hunderte Male verurteilt. Es gibt mehr als 60.000 einzelne Abstimmungen gegen Israel, die Israel verurteilen. Wie viele gegen die Araber? Gegen die Terroristen? Richtig. Dave, wir werden über die Prophezeiung sprechen, die sagt, Israel werde nicht unter die Nationen gerechnet werden. Aber bevor wir dazu kommen, das, was für Satan und für all seine Handlanger
sowohl im Fleisch als auch im Geist, geschaffen wurde, geschah 1948. Es war wirklich die Geburt der Nation Israel. Danach sind die Dinge völlig aus dem Ruder gelaufen. Natürlich, wie wir im Buch dokumentieren, war es schon immer schlimm gewesen. Du hast Hajj Amin al-Husseini, der Großonkel von Arafat war, den die Briten als Großmufti von Jerusalem eingesetzt haben. Und er hat einfach Unruhen und Mord angezettelt und gegeben im Buch einige schockierende Beispiele. Und sogar bevor Israel eine Nation wurde, versuchten sie, die Juden loszuwerden. Sie hassen sie. Aber als Israel eine Nation wurde, wow, sie wurden sofort von den regulären Armeen von 6 arabischen Nationen mit Panzern und Flugzeugen angegriffen. Und du hast etwa 600.000 schlecht bewaffnete israelische Siedler. Sie stellten eine Armee zusammen. 60.000 in dieser Armee. Und wie gut sind sie ausgebildet? Sie haben schlechte Ausrüstung. Sie haben keine Panzer. Sie haben keine Flugzeuge. Sie stehen regulären Armeen arabischer Nationen gegenüber, die im Feld 600.000 Mann haben. Also hast du 10:1 und die Ausrüstung, die sie haben und so weiter. Und wer hat jeden Krieg gewonnen? Lass mich die Zuhörer nur daran erinnern. Ich sage nicht, dass alles, was Israel jemals getan hat, richtig ist, weil sie auch auf ihrer Seite einige Terroristen hatten. Zum Beispiel der Mann, der in Hebron die Moschee zusammengeschossen hat. Er wird verurteilt. Das war ein sehr seltener Vorfall, dass ein Israeli so etwas getan hat. Sie bringen ihnen das bei. Sie bilden sie zu Hunderten, zu Tausenden aus, tatsächlich. Und sie kommen gegen Israel. Und diese Typen, Selbstmordattentäter, die einen Bus voller Schulkinder in die Luft sprengten. Nach ihnen benennen sie Straßen. Nach ihnen benennen sie Feiertage. Sie sind Helden. Das ist ihr Ticket ins Paradies. Da gibt es also einen großen Unterschied. Aber lass mich die Zuhörer nur daran erinnern. Jedes Stück Land, das Israel genommen hat. Und sie haben etwas Land genommen. Übrigens, sie haben mehr als 95% zurückgegeben. Nun, du hattest noch nie einen Eroberer, der Land von einem Feind erobert und es zurückgegeben hat. Das ist in der Geschichte nie passiert. Das macht man einfach nicht. In Ordnung. Aber jedes Stück Land, das sie genommen haben, haben sie in Selbstverteidigung gegen einen Feind genommen, der geschworen hat, sie auszurotten. Also, wir haben 1948, 1956, 1967, 1973, dass Israel fast jedes Mal unglaubliche Übermacht überwinden würde. Nun, jedes Mal. Ja, in Erfüllung der Prophezeiung. An jenem Tag werde ich die Fürsten Judas machen wie eine Feuerfackel in einem Garbenhaufen, und sie werden alle Völker ringsum verzehren. Tom, es ist jenseits des Begreifens. Du hättest so eine Geschichte nicht schreiben können. Niemand würde dir glauben, und doch ist das, was geschieht. Aber Dave, das erzeugt noch mehr Hass, noch mehr Feindseligkeit. Die wiederholte Niederlage der Araber, schreibst du, durch die Hand Israels ist für sie sowohl beschämend als auch rasend machend. Ja, das ist sie. Und das ist der Grund für den Aufstieg des fundamentalistischen Islam in der Welt. Weil die Imame in der Moschee lehren, der Grund, warum wir besiegt werden, ist, dass wir Allah missfallen haben. Wir haben den wahren Islam verlassen. Wir verhalten uns wie Westler, kleiden uns wie Westler, gehen in ihre Filme und so weiter. Du warst im Iran, als sie das Kino niederbrannten. Du hast all diesen westlichen Einfluss. Wir müssen zum wahren Islam zurückkehren. Und das waren die Taliban. Du musst dich kleiden wie Mohammed im 7. Jahrhundert. Du musst essen wie Mohammed. Du musst handeln wie Mohammed. Die Frauen müssen diese Burka wieder anlegen und den Schleier und so weiter. Und dann, wenn wir das überall den Muslimen aufzwingen und alle Muslime anfangen, sich auf diese Weise zu verhalten, dann und nur dann wirst du den Segen Allahs haben und er wird dir helfen, diese Juden zu besiegen. Die Prophezeiung ist 4. Mose 23,9. Sie erklärte, dass Israel nicht unter die Nationen gerechnet werden wird. Nun, Tom, du hast so viele erstaunliche Prophezeiungen, die sich alle in Israel erfüllt haben. Nun, heute, was haben sie?
Ich habe den Überblick verloren. Ich denke, sagen wir 202 Nationen in den Vereinten Nationen. Jede von ihnen kann ihre rotierende Amtszeit im Sicherheitsrat übernehmen. Außer einer. Ich gebe den Zuhörern 3 Versuche. Israel ist die einzige, die ausgeschlossen ist. Die Menschenrechtskommission. Israel kann kein Mitglied der Menschenrechtskommission sein. Sie sind die einzige Demokratie im Nahen Osten. Ich glaube, Libyen ist derzeit der Vorsitz. Ich weiß, dass Simbabwe für mehrere Amtszeiten hineingewählt wurde. Simbabwe, wenn du irgendetwas darüber weißt. Sie haben einen der schlimmsten Diktatoren der Welt, der weiße Farmer, ermordet. Ich war dort und es schien zu florieren. Sie kamen gut miteinander aus, die Schwarzen und die Weißen. Jetzt töten sie die weißen Farmer und teilen ihr Land auf, geben es Schwarzen, die aus dem Dschungel gekommen sind. Sie haben nie einen Bauernhof geführt und sie zerstören die Wirtschaft. Sie können das Land nicht so ertragreich machen wie es. Aber der Mann ist ein Mörder, ein Verbrecher, okay? Simbabwe. Oh, sie sind Teil der Menschenrechtskommission und Kuba und so weiter. Aber nicht Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und übrigens, in Israel kann in jeder Sitzung der Knesset jeder Araber aufstehen und auf Arabisch sprechen. Du hast arabische Schulen. Du hast Freiheit. Araber können Mitglieder der Knesset in Israel sein. Aber sie können nicht Teil der Menschenrechtskommission sein. Israel kann nicht Teil des Internationalen Roten Kreuzes sein. Und wir hatten eine Vorsitzende, eine Frau, Dr. Healy war ihr Name, die sagte, das ist nicht richtig. Sie haben sie rausgeworfen. Die Amerikaner haben sie rausgeworfen. Das sind nur einige Beispiele. Israel wird nicht unter die Nationen gezählt. Es ist, als würden sie nicht dazugehören. Und doch sind sie seit über 50 Jahren Mitglieder der UNO. Die 10 verlorenen Stämme. Nun, das ist ein Mythos. Wenn du zu 2. Chronik 34 gehst, das Passa, die Erweckung unter Josia, das ist 100 Jahre, nachdem diese 10 Stämme angeblich verloren gegangen waren, weggeführt nach Assyrien. Was eine Art ist, Israel abzutun. Darum geht es hier. Richtig, sie sind zurück. Du musst die Juden nicht in Hitlers Öfen werfen. Du sagst einfach, sie existieren nicht mehr. Die 10 verlorenen Stämme sind ein Mythos. Denk daran, Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet auf 2 Thronen regieren. Lacht, ihr werdet auf 12 Thronen über die 2 Stämme Israels regieren? Nein, er sagte über die 12 Stämme. Sie sind nicht verloren gegangen, okay? Aber das ist nur eine weitere antisemitische Erfindung, schätze ich. Wie man Israel loswerden kann.